Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie man beim Golf 5 den Fensterheber wechseln kann. Viel Spaß! Warum oder wann sollte man den Fensterhebermechanismus überhaupt wechseln? Das ist ganz einfach zu erklären. Wenn man auf den Fensterheberknopf drückt und das Fenster nicht runterfährt, aber der Motor läuft, so wie hier, dann ist fast immer der Mechanismus kaputt. Vielleicht haben es einige von euch schon gemerkt, das hier ist ein Golf Plus. Aber die Arbeit ist genau die gleiche wie beim Golf 5. So, jetzt fangen wir aber mal an. Als ersten Schritt nehme ich die Abdeckleiste hier ab. Die kann man einfach abziehen. Aber aufpassen! Die muss man von unten nach oben abmachen, weil die hier oben reingesteckt ist. Als nächstes kommt das Schließzylindergehäuse raus. Dafür muss man hier eine Abdeckung oder einen Aufkleber abmachen. Das fehlt hier schon. Dahinter befindet sich eine Schraube, die man mit einem T20 Torx löst. Jetzt muss einer den Türgriff gezogen halten und der andere schraubt die Schraube so lange raus, bis man das Gehäuse rausziehen kann. Aber nicht die Schraube ganz rausschrauben. Wer keinen zweiten Mann zur Hilfe hat, kann sich einen Schwamm nehmen und so hier zwischenstopfen. Das geht auch. Nun kann der Schwamm wieder raus und der Türgriff auch. Dazu nimmt man sich einen kleinen Schlitzschraubendreher und hebelt den Clip hier aus dem Türgriff raus. Den Griff zieht man jetzt zu sich und dann kann man den rausschwenken und rausnehmen. Die Schraube hier für den Lagerbügel muss auch noch raus. Die schraubt man mit einem T20 Torx raus. Als nächsten Schritt kommt das Türaußenblech ab. Dafür schraubt man die 8 Schrauben hier raus. Dann hier unten die 6 Schrauben. Und zum Schluss noch die 8 Schrauben hier. Dafür braucht man ein T30 Torx. Ganz wichtig, die 22 Schrauben haben 3 verschiedene Längen. Die darf man auf keinen Fall vertauschen. Ich mache das immer so. Ich nehme hier ein Stück Pappe und mache jeweils hier und hier 8 Löcher rein. Und hier unten 6. So wie die Tür ist. Jetzt braucht man die Schrauben nur noch der Reihe nach reinmachen und schon kann man nichts mehr vertauschen. Die beiden obersten Schrauben hier und hier nur lösen. Die schraubt man ganz zum Schluss raus. Sonst könnte es passieren, dass das Türaußenblech runterfällt und beschädigt wird. Wenn man jetzt alleine ist, kann man sich mit Klebeband behelfen.
reichen. So kann das Außenblech nicht runterfallen. Jetzt kann man ganz in Ruhe die beiden obersten Schrauben rausschrauben. Die Tür so weit wie möglich zumachen, damit man besser am Kotflügel vorbeikommt. Jetzt kann man es abmachen. Am besten stellt man das Türaußenblech auf was Weichen ab und eine Decke hinter, damit es nicht zerkratzt. Schaut euch das mal an. Das ist so das typische Bild, was man meistens hat, wenn man das Außenblech abmacht. Den fliegenden Händlern sei Dank. Und hier sehe ich auch schon den Fehler. Das Seil ist hier verrostet und dann gerissen. Ist ja kein Wunder, dass es nicht mehr funktioniert. Ich mache mal schnell alles sauber und dann geht es auch schon weiter. So, nächster Schritt, den Seitenaufprallschutz ausbauen. Dafür schraubt man die 4 Schrauben mit einem 8er Vielzahn raus. Und die beiden Muttern mit einer 13er Nuss. Die beiden Klipse müssen auch noch raus. Als nächstes nehme ich das Aufnahmeblech ab. Dafür schrauben wir mit einem T30 Torx die 4 Schrauben ab. Jetzt müssen noch 3 Stecker ab. Den hier habe ich schon abgenommen, weil der sehr kurz ist, kann man das nicht filmen. Aber der Stecker funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Zuerst die rote Sicherung rausziehen und dann die Rastnase nach oben drücken und rausziehen. Bei dem Stecker drückt man die Nase runter und kann dann den Hebel hochziehen. Als nächstes fixiere ich die Scheibe mit Klebeband. Damit die mir nicht runterfällt. Nun kann ich den Motor von dem Fensterhebermechanismus trennen. Dazu schraube ich die 3 Schrauben mit einem T25 Torx raus. Jetzt kommt das Klebeband ab und die Scheibe kommt ganz nach unten. Nun löse ich die beiden Klemmschrauben von den Klemmbacken mit einem T30 Torx und nehme die Scheibe raus. Zu guter Letzt schraubt man die 4 Schrauben
mit einem T30 Torx raus. Und dann kann man endlich den Fensterheber rausnehmen. So, hier habe ich den neuen Fensterheber. Der ist einer der ganz billigen Sorte. Habe leider keinen anderen bekommen vom einen Tag zum anderen. Aber der tut es erstmal auch. Ist immer noch besser, als im Parkhaus aus dem Auto auszusteigen, weil das Fenster nicht runtergeht. Wie auch immer, jetzt wird eingebaut. Als erstes die 4 Schrauben ansetzen. Wenn alle sitzt, die Schrauben mit einem T30 Torx und 8 Newtonmeter festziehen. Als nächstes die Scheibe wieder reinfummeln. Und hier wieder in die beiden Aufnahmen reinmachen. Dann die Scheibe mit den Aufnahmen ganz nach oben schieben. Die Scheibe ausrichten. So dass die oben überall bündig ist. Jetzt die Scheibe mit den Klemmbacken fixieren. Hier ist es jetzt ein 10er Schraubenkopf. Vorher war es ein T30 Torx. Was auch immer bei euch ist, die Schrauben werden mit 8 Newtonmeter festgezogen. Als nächsten Schritt das Aufnahmeblech und Motor mit dem Fensterhebermechanismus zusammenstecken. Dann die 3 Schrauben rein und mit einem T25 Torx handfest anziehen. Laut Hersteller 3,5 Newtonmeter. Die 3 Stecker wieder drauf und bei den beiden nicht vergessen, die rote Sicherung reinzudrücken. Das Aufnahmeblech mit den 4 Schrauben montieren und mit einem T30 Torx und 8 Newtonmeter festziehen. Nun kommt der Seitenaufprallschutz wieder dran. Die 4 Schrauben und die beiden Bolzen habe ich sauber gemacht und Schraubensicherung drauf gemacht. Die 4 Schrauben werden mit einem 8er Vielzahn und 20 Newtonmeter festgezogen. Und die beiden Muttern werden mit einer 13er Nuss und auch 20 Newtonmeter festgezogen. Die beiden Klipse wieder rein. Als nächstes kommt das Türaußenblech wieder ran. Und die 22 Schrauben werden alle erstmal nur angesetzt.
Wenn alle Schrauben angesetzt sind, kontrolliert nochmal, ob alles richtig sitzt. Wenn ja, kann man alle Schrauben mit einem T30 Torx festschrauben. Die beiden und die beiden ganz oben werden mit 10 Newtonmeter festgezogen. Die 6 Schrauben hier unten an der Tür werden auch mit 10 Newtonmeter festgezogen. Die restlichen Schrauben werden alle mit 14 Newtonmeter festgezogen. Die Schraube vom Lagerbügel wieder rein, die braucht man mit einem T20 Torx nur handfest anziehen. Den Griff wieder rein. Und den Bautenzug einklipsen. Das Schließzylindergehäuse wieder rein. Und mit einem T20 Torx handfest anziehen. Und zum Schluss noch die Abdeckleiste wieder drauf. Jetzt testen wir mal, ob alles wieder funktioniert. Funktioniert super. Jetzt muss nur noch die Endposition angelernt werden, damit das Fenster wieder automatisch hoch und runter fährt. Das geht ziemlich simpel. Man fährt das Fenster ganz nach oben und hält den Taster mindestens 3 Sekunden weiter gedrückt. Fertig. So, das war's auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.